Heute spreche ich mit Katharina, einer mittlerweile sehr engen Freundin. Wir reden über ihre früh erkannte Diagnose Endometriose, die 5 Endo-OPs und wieso die Schmerzen immer wieder zurückkamen. Und wie sie herausfand, dass sie an Gefäßkompression leidet. Welche weiteren Schritte danach folgten und wie sie heute ein normales Leben führen kann, hört ihr jetzt in der 3. Folge von Vascular Voices. Schön, dass du da bist und zuhörst. Hallo zur Aufnahme. Ähm, ja, oh Gott, nee, heute bin ich echt ein bisschen verpeilt. Also ich hoffe, dass der Kaffee jetzt wirklich wirkt. Ja, und ich freue mich, dass ich meine liebe Freundin hier habe, die ich kenne und wo ich die Geschichte kenne. Ja, hallo liebe Marlene. Ich Ja, freue hallo, mich liebe Katharina. ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf bei deinem Podcast. Ja, oh, ich bin schon voll gespannt, ob das jetzt anders ist, weil bisher, ja, hatte ich ja Aufnahmen mit Personen, die ich noch nicht so kenne, außer halt Andreas, aber ja, mal gucken. Lass uns einfach losquatschen, und gar nicht irgendwie denken, dass das jetzt so 'ne steife Aufnahme ist. Genau. Schauen wir einfach mal, wo wir Ja, uns wir wollten ja, heute drüber reden, äh, ja, wie so dein Diagnoseweg war. Wie haben bei dir die Symptome angefangen? Was waren so deine Beschwerden? Wie alt warst du? Und ja, was hast du auf dem Weg für Diagnosen vielleicht bekommen? Bei welchen Ärzten warst du? Und ja, wer hat dir letztendlich dann Gefäßkompressionssyndrome diagnostiziert? Und ja, wie bist du dann damit umgegangen und wo stehst du heute? Das ist mal so die Kurzzusammenfassung, würde ich sagen. Ja, ich versuche mal, mich kurz zu fassen, auch wenn es gar nicht so einfach ist, weil ich habe natürlich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, wo habe ich denn angefangen, wo stehe ich heute? Und an manches, denkt man dann auch gar nicht mehr. Aber am besten fange ich natürlich mal ganz von vorne an. Also, ich, habe die Diagnose Endometriose bekommen, eigentlich schon mit 16. Also, ich war mit 16 schon beim Endometriose-Spezialisten. Ich hatte da ein bisschen Glück durch eine Bekannte, die halt ähnliche Symptome hatte und die dann, zu meinem Papa gemeint hatte, die Symptome, wo ich habe, passen halt total zur Endometriose. Und daher war ich echt schon so früh dann bei einem Endometriose-Spezialisten. Damals gab's ja auch noch gar nicht so viele. Ja. Und dann habe ich natürlich da halt viel Hormone ausprobiert. Also, auch davor war ich schon bei der Frauenärztin, die hat mir auch alle mögliche Hormone dann gegeben, weil ich halt schon immer extreme Schmerzen hatte während der Periode und, drumherum und immer Darmprobleme und Unverträglichkeiten. Also, eigentlich schon seit ich die Periode bekommen hatte. Und, ja, die Hormone haben bei mir halt nie wirklich irgendwie, ja, was gebracht. Und aus dem Grund habe ich dann auch mit 17 gesagt: „Also, ich möchte jetzt auf jeden Fall erst mal 'ne Bauchspiegelung, um auch sicher zu gehen, ist denn jetzt wirklich die Endometriose oder wäre es was ganz anderes?“ Und mit 17 hatte ich dann die erste Bauchspiegelung und da kam Okay, natürlich das ist dann ja das ist ja krass. Also, sorry, wenn ich dir da jetzt, kurz reingrätsche in deinen Flow. alles gut. Ähm, aber man muss ja hier, ganz klar sagen, dass es warte mal, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 30. Stimmt, ich vergesse immer, dass du so jung bist. Weil es ist ja schon, also, bei mir ich bin jetzt 37, trotzdem 7 Jahre Unterschied sind da halt doch dann viel, was das Thema Endometriose angeht, weil, damals gab's das ja bei mir gar nicht. Ja. Ähm, und deswegen ich bin grade total geflasht, dass du halt mit 16, den Verdacht auf Endometriose hattest und mit 17 dann schon, deine Bauchspiegelung zur Abklärung. Das ist weiß nicht, ob das heute mittlerweile schon Standard ist, ob, dadurch, dass Endometriose bekannter ist. Ich meine, bei dir, wo du 16 warst, auch noch nicht so, aber das war ja dann wirklich dein Glück, dass du da ähm,
ja jemand hattest, wo gesagt hat: „Hey, kann sein, dass das Endometriose ist“, ne? Genau, also das war wirklich mein Glück, weil damals war die Endometriose ja noch gar nicht bekannt. Also auch, wo ich das dann vom Arzt gehört habe oder von der Bekannte, konnte ich nichts damit anfangen. In den Medien hat man da noch gar nichts gefunden, online natürlich schon ein bisschen was, aber ich wusste auch Mhm. gar nicht, was es bedeutet. Wa Was heißt jetzt überhaupt Endometriose? Also, ich weiß, ich wollte es halt eben, das war das Einzige, was ich rausgefunden hatte oder was der Arzt mir auch gesagt hat, hundertprozentig kann man es halt nur mit der Bauchspiegelung feststellen. Und aus dem Grund habe ich halt dann gesagt, also, bevor ich da jetzt jahrelang, oder ich hatte ja dann schon jahrelange immer wieder verschiedene Hormone, wo nichts gebracht hat. Und deswegen habe ich halt dann auf diese, Bauchspiegelung beharrt. Mhm. Und dann wurde da auch Endometriose entfernt. Also hat sich somit bestätigt. Aber ich weiß noch, ich bin dann erst mal aus dem Krankenhaus raus und auch da wusste ich nicht, was heißt jetzt Endometriose? Also ich bin raus und dachte eigentlich erst mal: „Ja gut, da ist ja jetzt alles entfernt. Jetzt nehme ich halt Hormone weiter.“ Also, ich hatte dann 'ne Gelbkörperhormonpille bekommen, wo damals, grad 1 Jahr auf dem Markt war. Also, da waren die ganz, ganz neu auf dem Markt. Mhm. Äh, und dann dachte ich: „Ja gut, es ist ja jetzt entfernt, jetzt nehme ich die Hormone, also jetzt bin ich ja geheilt.“ Also, das war so mein erstes, wo ich aus der OP raus bin. Ja, das ist ja auch eigentlich das, was bis heute noch Leute denken. Die denken: „Ja, du bist doch jetzt operiert worden, das ist doch jetzt weg.“ Genau, ja. Also, ich meine, es gibt schon auch immer wieder, Patienten, denen eine OP wirklich gut hilft oder die halt auch auf die Hormone sehr gut anspielen. Dann braucht's vielleicht auch nicht diese 1.000 OPs, aber bei mir war es halt leider immer anders. Also, ich hatte, danach dann alle 2 bis 3 Jahre eine Bauchspiegelung, weil die Hormone bei mir einfach gar nichts gebracht hatte. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich hatte die Hormonspirale, ich hatte alle mögliche verschiedene Hormonpräparate, ganz lange Zeit auch die Gelbkörperhormonpille, wo es ja eigentlich heute ja noch heißt, das ist, das Endometriose-Medikament, hat bei mir Mhm. einfach nie was gebracht. Dann hatte ich auch die Mhm. künstliche Wechseljahre. Also, ich habe wirklich alles probiert, aber es hat halt einfach nichts gebracht und trotzdem hatte ich immer wieder alle 2 bis 3 Jahre eine Bauchspiegelung und irgendwann war ich halt auch an 'nem Punkt, wo ich gedacht habe: „Wie soll das jetzt weitergehen?“ Also, mit 17 die erste OP, alle 2 bis 3 Jahre 'ne OP, also, das kannst du ja nicht durchziehen, bis du in die Wechseljahre kommst. Ne. Vor allem also, wie viele Endometriose-OPs hattest du? Also, insgesamt hatte ich, 6 Endometriose-OPs. Boah, das muss man erst mal wirken lassen, Ja. weil das ist ja auch 'ne enorme Belastung für den Körper. Ähm, warst du denn da immer in demselben Krankenhaus? Also, insgesamt waren's 3 Endometriose-Spezialisten, wo mich operiert hatten. Okay, wo warst du? Warst du in Karlsruhe bei der Frau Dr. Hornung? Genau, also das erste war, damals in Rastatt beim Doktor Küpker, hieß er, meine ich. Der ist dann auch irgendwann umgezogen nach Bühl. Der hat mich zweimal operiert und dann war ich, bei der Frau Dr. Hornung eben in Karlsruhe-Rüpur. Aber die ist ja Mhm. mittlerweile auch nicht mehr da, so wie ich das, Ne? gesehen habe. Ne, also Ja, scheinbar weiß hat die ich nicht. jetzt 'ne Privatpraxis oder ähnlich. Hä, warum haben denn alle immer dann irgendwann 'ne Privatpraxis? Ja, Keine die haben halt Ahnung. keinen Bock auf den Klinikalltag. Ich verstehe es. Also, das ist natürlich Ja. mega der Stress, aber, für die Patienten ist das natürlich immer, sehr frustrierend, wenn dann alle Ärzte irgendwann 'ne Praxis aufmachen und dann nur noch Diagnostik machen. Aber gut, ich hatte ja eh nicht ganz so tolle, Erfahrungen, als ich in Karlsruhe war. Aber das war ich schiebe das einfach mal auf die Corona-Krise zurück, dass das Timing nicht so toll war. Ähm, Ja, ich muss sagen, am Anfang war ich eigentlich sehr zufrieden. Bloß natürlich, ich meine, ich wurde in Karlsruhe dann dreimal operiert und natürlich, es hat halt nichts gebracht, also langfristig. Mir ging es mhm. immer so ein Jahr irgendwie besser, wobei während der Periode und so hatte ich trotzdem meine Schmerzen, aber zumindest das Zwischendrin war besser. Und immer erst, wenn ich halt wieder tägliche Beschwerde hatte über 'n längeren Zeitraum, dann habe ich halt wieder eine Bauchspiegelung gemacht. Und natürlich irgendwann hieß halt dann auch von den Ärzten: „Ja gut, eigentlich sind sie austherapiert. Was wollen wir jetzt mit ihnen machen?“
Die Bauchspiegelung hält nicht lang, Hormone vertragen sie nicht. Sie können jetzt eigentlich nur noch Schmerztherapie machen, irgendwo, in der Schmerzklinik oder halt eben so auf Schmerzmittel eingestellt werden. Und so ging ich halt dann eigentlich aus der letzten OP auch raus, dass man mir nicht mehr helfen kann. Boah, das war bestimmt dann kein schönes Gefühl. Ne, war auf jeden Fall, ja, allgemein nicht ganz einfach, wenn man nicht so richtig weiß, was man selber auch tun kann. Und, ja, dann wird man ja irgendwie von den Ärzten auch immer so, ja, unter Druck gesetzt. Dann hieß es damals auch, ja, wenn sie Kinder wolle, dann solle sie, doch unbedingt sofort schwanger werden. Also, ich war damals 17 und jetzt bei der zweiten OP dann 20. Also, da war das für mich gar kein Thema. Da haben sie gesagt, dass du sollst schwanger werden und dann geht's weg. Genau, also das war immer: „Ja, ich soll doch schwanger werden, weil danach ist die Endometriose geheilt." Da habe ich gesagt, also erstens habe ich jetzt aktuell keinen Kinderwunsch und zweitens, also ich habe ja dann auch ich bin immer wieder in, Anschlussheilbehandlungen gegangen. Also irgendwann habe ich mal rausgefunden, dass man auch eine Anschlussheilbehandlung bei Endometriose bekommt. Also, das hat mir auch kein Arzt gesagt, das habe ich auch alles nur recherchiert. Und, Ja. dann war ich da auch ein paar Mal, hat mir auch echt viel gebracht. Also, da habe ich viel mitgenommen. Und, ja, und, worauf wollte ich jetzt hinaus? Äh, Wegen Kinderwunsch. ach genau, wegen äh, Wahrscheinlich hast dann da irgendwelche Leute kennengelernt. genau, ja. Dann habe ich da einige auch kennengelernt, die schon Kinder hatten. Und, die waren ja trotzdem wieder da. Also, die hatten trotzdem wieder eine Bauchspiegelung, die hatten trotzdem noch Beschwerden und ich kenne mittlerweile echt durch die ganze Selbsthilfegruppe, Rehas, was auch immer, so viele und ich könnte ja wirklich keine einzige sagen, die nach der Schwangerschaft, der's besser ging. Also, den meisten geht's eher schlechter. Krass. Ja, oder was ich oft mitbekomme, ist, dass während der Schwangerschaft ist es gut, also da ist es irgendwie wie so stillgelegt, ne? Und kommt dann aber halt danach dann wieder so. Also, das habe ich teilweise auch so schon erzählt bekommen. Ja, genau. Also, das habe ich jetzt auch schon öfter mal gehört, dass, während der Schwangerschaft wohl, bei manchen besser ist, auch durch die Stillzeit, aber danach halt eben nicht mehr. Dass es Mhm. halt dann doch wieder von vorne losgeht. Also, Ja, früher hat man deswegen das ja, ja, früher haben Ärzte das halt einfach gerne gesagt, ne? Ich habe das auch gesagt bekommen, ne? Und das ist natürlich toll, wenn du keinen Partner hast und dann heißt es ja: gucken Sie mal, dass Sie schwanger werden, weil kann dann doch sein, dass es dann hinterher nicht klappt oder so." Ja, cool. Erst mal ja, heulend da aus'm Krankenhaus rausgelaufen. genau. Und dann mit 'nem Thema befassen, wo man eigentlich noch gar nicht so weit ist. Also, ja. Ja. Ähm, was waren eigentlich deine, Hauptbeschwerden, die du hattest? Du hast ja gesagt, bei dir hat es, ähm, mit der ersten Periode angefangen. Das heißt, vorher als, Kind hattest du da eigentlich noch keine Probleme und es hat dann wirklich mit Einsetzen der Blutung angefangen in der Pubertät? Also, ganz genau weiß ich's natürlich auch nicht mehr, was alles war, aber an das, was ich mich erinnern kann, also, ich hatte als Kind eigentlich auch schon immer mit dem Darm Probleme. Also, ich hatte schon immer Unverträglichkeiten, Bauchschmerzen, Durchfall. Also, das weiß ich noch, meine Mutter, die meinte schon: „Ja, ich bin auf die Welt gekommen und hatte erst mal Durchfall." Also, irgendwie ging's schon richtig gut los. Äh Danke, Mama. Ja. Und, genau, und so war halt meine Kindheit eigentlich schon immer Bauchschmerzen, Durchfall, und ja, halt alle Mhm. mögliche Unverträglichkeiten. Also, da sind wir damals immer zur Gastroenterologe gegangen. Da hieß es dann, also, ich habe pure Milch getrunken und hatte Bauchschmerzen und dann wurde der Laktosetest gemacht und der war dann erst mal negativ. Also, wo ich auch gedacht habe: „Na ja, also, da, macht auch wenig Sinn, wenn ich merke, dass ich Milch trinke und dadurch Probleme habe. Also, dann muss es ja mit der Milch zusammenhängen. Und, da Mhm. hieß es halt dann natürlich Reizdarm, klar. Also, aber richtig untersucht wurde ja auch nicht. Also, einfach nur Symptome, Laktose-Fructose-Test, ja gut, dann haben sie halt 'n Reizdarm. Also, das war eigentlich so meine Kindheit erst mal,
mit der Reizdarmdiagnose. Mhm. Ein paar Mhm. Jahre später habe ich den Test dann noch mal wiederholt mit Laktose und Fructose und war auch beides dann positiv. Also, keine Ahnung, was an dem ersten Test schiefgelaufen ist. Ja. Aber hey, das ist wie mit Allergietests. Mal bin ich gegen Katze allergisch, mal nicht. Also, Ja. ne, und ich merke ja aber dann trotzdem, muss ich niesen und habe irgendwie tränende Augen oder nicht. Also, ja, ganz komisch manchmal diese Tests. Ja, deswegen, man merkt's ja doch selber. Klar, es gibt manche Dinge, die kann man nicht so richtig feststellen, aber grad halt, was Laktose betrifft, merkst du ja schon direkt, Ja. ob du jetzt dagegen dann, 'ne Ja. Unverträglichkeit hast. Genau, und dann war halt erst mal eben Reizdarm. Klar, mit Periode hatte ich halt immer extreme Schmerzen während der Periode, vor der Periode. Also, ich bin dann auch immer ganz oft krankgeschrieben gewesen, konnte nicht zur Schule gehen, weil ich halt immer wieder diese Durchfälle hatte und die extreme, Unterleibsschmerzen während der Periode. Ähm, und irgendwann war es halt eigentlich tägliche Schmerzen, so Ausstrahlen in die Beine und, untere Rückenschmerzen, Mhm. immer wieder, auch vom Nacken her, dass ich einfach, ja, vom Rücken her so instabil bin, dass ich auch immer wieder so Wirbel mir ausgerenkt hatte und ja, also hauptsächlich eben ganz viel Unterleibsschmerzen ausstrahle, Beine, Rücken, also an das Mhm. erinnere ich mich auf jeden Fall, dass das Ja. so und irgendwann war das halt täglich da und aus dem Grund, bin ich halt dann immer wieder zum Arzt gegangen und habe halt dann die Bauchspiegelung gemacht, weil ich weiß noch, nach der Bauchspiegelung ging es mir zumindest kurzfristig immer etwas besser. Also, die Periode waren meistens trotzdem schmerzhaft, aber zumindest zwischendrin ging es mir dann besser. Mhm. Wurde denn, bei den Operationen, wo wurden denn Endometrioseherde gefunden? Weißt du das? Haben die dir das dann gesagt? Ja, also tatsächlich waren es bei mir nie tief infiltrierte Endometriose, sondern eher viel oberflächlich, also halt an der Blase. Ich weiß, ich hatte auch mal am Zwerchfell 'n kleiner Herd, Douglas-Raum, was ja auch, ganz oft ist bei Endometriose. Ja, also auch mal an der Gebärmutter oder so am Darm und ich weiß, glaube, bei der ersten OP war das, da war auch alles miteinander verwachsen. Also, bei den Bildern war wie so 'n Schleier drüber. Also, da war Eierstock, Darm, alles eben so komplett verwachsen. Da haben sie erst mal alle Verwachsungen Mhm. gelöst. Mhm. Ja, krass. Und haben sie du hast ja gemeint, du bist 6-mal operiert worden an Endometriose. Haben die jedes Mal Herde gefunden oder war es am Ende, dass sie auch gesagt haben, sie finden gar nichts mehr oder waren es dann vielleicht auch nur noch Verwachsungen und gar keine Endoherde? Also, tatsächlich Verwachsungen war bei mir relativ gut. Also, es war in der ersten OP, wo eben diese große Verwachsungen waren, aber danach hat mein Körper zum Glück nicht so viele Verwachsungen gebildet, da bin ich nicht so anfällig dafür. Mhm. Ähm, ich weiß, es war eine OP, da wurde tatsächlich keine Endometriose gefunden. Die OP wollte sie, aber tatsächlich oder was heißt sicherheitshalber, also sie wollte mir die Hormonspirale legen und dann hieß es halt, ja, wenn man noch keine Kinder hat und so, dann ist das sehr schmerzhaft und aus dem Grund, hat sie halt gemeint gehabt: „Komm, wir schauen, ob noch mal neue Herde da sind und lege in dem Zug die Hormonspirale.“ Und bei der OP hat man dann keine Endometriose gefunden, aber Krampfadern im Becken. Und, dann, habe ich halt gefragt: „Ja, was bedeutet das?“ Und dann meinte die Ärztin, „Ja gut, das haben viele Frauen, so Krampfadern im Becken, da kann man nix dagegen tun, da kann man nur Schmerztherapie machen.“ Und ich weiß, ich habe dann zwar mal kurz so 'n bisschen recherchiert, man hat aber wirklich nicht viel gefunden, einfach nur, ja, manche Frauen haben halt Krampfadern, oft natürlich eher nach Schwangerschaften oder Ähnlichem. Aber Ja. dann habe ich da eigentlich erst mal den Haken dran gemacht, weil klar, die Ärztin meinte ja, kann Beschwerde machen, aber ja, kann man nix dagegen tun. Und das war dann eigentlich die eine OP, wo man eben nix gefunden hatte, außer diese Krampfadern. Boah, so krass, ne? Wenn man das jetzt hört mit dem Wissen, was man hat, ist das irgendwie so krass, weil das einfach ganz viele Gynäkologen sagen. Und auch Andreas hat ja gesagt, er hat so viele Frauen mit Endometriose operiert und
ist aufgefallen, dass da voll viele auch so Krampfadern haben, so, aber man hat sich da irgendwie gar keinen Kopf gemacht, ne? So, warum, Ja. weshalb, wieso? Genau, also jetzt im Nachhinein denke ich natürlich auch: „Hey, also da hättest du ja mit Sicherheit die ein oder andere Bauchspiegelung auch sparen können.“ Also klar, es hat kurzfristig eine Besserung gebracht, aber ich glaube, es war ja, wahrscheinlich war nie das Hauptproblem die Endometriose bei mir, sondern halt eben die Gefäßkompressionssyndrome. Okay, ich glaube, jetzt wollen alle wissen, wie's weiterging. Ja, also ich bin aus der 5. OP rausgegangen und hatte erst mal, 'n Bandscheibenvorfall. Oh. Also, ja, wahrscheinlich durch die Lagerung von der OP, war es erst mal 'n Bandscheibenvorfall. Der ging mit Physio dann aber ganz gut weg. Und dann ging's aber über in extreme ISG-Schmerzen auf der rechten Seite. Und, Mhm. dann habe ich halt natürlich gedacht: „Ja gut, machen wir halt mal gehen wir mal zum Orthopäde.“ Der meinte halt dann: ISG-Blockade.“ Dann habe ich halt viel Physio gemacht, alles Mögliche ausprobiert, aber diese angebliche ISG-Blockade, die ging halt einfach nicht weg. Also, egal was ich gemacht habe, ich bin immer wieder zum Orthopäde und er meinte dann: „Ja, nö, das muss das ISG sein, was anderes weiß er da nicht“, und hat mich eigentlich immer wieder weggeschickt. Aber das ging dann 2 bis 3 Jahre, wo ich mir gedacht habe, also, keine ISG-Blockade geht über 2 bis 3 Jahre. Also, es muss irgendwie was anderes dahinter stecken. Und, Mhm. dann habe ich natürlich halt viel, recherchiert, viel nachgelesen und kam dann natürlich irgendwann drauf, wie wahrscheinlich ganz viele, ja, es gibt ja auch Endometriose an den Beckennerven, also Neuropelviologie. Und natürlich war da ja dann der Dr. Putz der Einzige, wo da, ja, im Internet zu finden war, der natürlich sehr weit entfernt war von mir. Ja, außer Possover, hast du den auch gefunden gehabt? Genau, ja, dann hatte ich auch Kunde, aber natürlich, weil der halt im Ausland ist, Ja, ja, dachte ich halt: „Was soll ich denn jetzt aufsuchen, wenn es auf 'ne OP hinausläuft und die dann extrem teuer ist?“ ja. Äh, In der Schweiz ist der halt, ne? genau, ja. Ja, ja. Und, ja, dann habe ich halt hin und her überlegt und dachte: „Ja komm, dann, mache ich mich halt auf den Weg nach Neubrandenburg“, und bin dann zum Dr. Putz und, Aber war der schon in Neubrandenburg? genau, der war schon in Neubrandenburg dann, Wann warst du bei ihm? 2022. Ja, ist ja gar nicht mal so lang her. Ja. Ja, die Okay. letzten 3 Jahre hat sich bei mir eigentlich, viel entwickelt, sagen wir mal so. Ja, ja. Genau, also und dann bin ich zum Dr. Putz nach Neubrandenburg, und er war dann auch der Erste, wo gemeint hat, dass ich auch Adenomiose habe. Also davor war Mhm. es immer so, ja, kann man nicht so richtig sagen, ja, bei der Bauchspiegelung sieht man es nicht, Ultraschall irgendwie auch so vage. Er meinte dann: „Okay, ne, ist Adenomiose“, und hat halt dann direkt auch, gemeint gehabt, ja, meine ganze Beschwerde passe halt einfach auf May-Turner und Nussknacker-Syndrom und halt, ja, Beckevene-Syndrom. Äh, und ja, dann bin ich halt erst mal mit der Diagnose so 'n bissle konfrontiert worden. Da habe ich natürlich vorher noch nie was davon gehört und, habe mich dann da komplett eingelesen. Aber man muss ja auch sagen, die letzten 3 Jahre hat sich da ja auch echt viel getan. Also, natürlich Mhm. noch nicht genug, aber wo ich, mit der Diagnose konfrontiert wurde, da war ja auch dann 'ne ganze Selbsthilfegruppe, im Facebook, ja, ist auch der May-Turner-Stent überhaupt noch nicht geläufig. Da hast ja suchen müssen, dass jemand 'n Stent für May-Turner hatte. Also, war alles noch relativ Ja. so am Anfang. Aber also, du bist ja eigentlich hin, weil du ja gedacht hast, du hast Endometriose an den Nerven. Es ist ja so ähnlich wie meine Geschichte, nur war ich dann so 'n paar Jahre vorher, wo ich halt durch diese Selbsthilfegruppe auf Facebook auch dann da drauf gekommen bin und gedacht habe, ich habe 100 pro Endometriose am Ischiasnerv, 100 pro. Ich war Ja. felsenfest davon überzeugt. Ähm, Du bist ja dann mit diesem Verdacht dahin. Hat er denn das bestätigt oder wie hat er dich da untersucht oder wie lief irgendwie der Termin ab?
Ja, also zum einen klar hat er mich erst mal untersucht, gynäkologisch und hat halt, so einige Tests gemacht, und meinte dann aber, dass er halt denkt, dass es eben nicht die Endometriose an der Beckennerve ist, sondern halt eben diese Gefäßkompressionssyndrome. Meinte aber trotzdem, dass man auf jeden Fall eine Neurolyse machen sollte, um halt einfach auch das zu bestätigen dann, ob halt da was da ist oder nicht. Und, dann habe ich halt 'n Termin für 'ne erneute, also das war dann die sechste Bauchspiegelung bei mir, mit der Mhm. Neurolyse. Und da, waren zwar leichte Verwachsungen an der Beckennerve, aber keine Endometriose an der Beckennerve. Also, es hat für mich trotzdem auch Nutze gehabt. Also, tatsächlich in der OP hat er auch noch mal viel Endometriose gefunden und hat auch alles radikal, rausgeschnitten. Genau das war nämlich, fällt mir jetzt grad noch ein, bei den OPs vorher wurde sehr viel nur verödet. Und, Mhm. beim Doktor Putz war eigentlich die erste OP, wo er richtig alles rausgeschnitten hat an Endometrioseherde, wo ich auch bis heute eigentlich das Gefühl habe, dass das meine beste OP war, weil einfach alles richtig radikal rausgeschnitten wurde und eben nicht nur verödet, also erhitzt. Also, dass das, eben schon mal viel gebracht hat. Äh, genau, und dann hat er eben so, ein bisschen an der Beckennerve eben was, an Verwachsungen entfernt. Ähm Die ISG-Schmerzen hatte ich aber trotzdem weiterhin, also das hatte damit nichts zu tun. Was Mhm. ich nur bemerkt hatte, also ich hatte oft während der Periode und auch so, ja, so in den Tage nach der Periode so, extrem komische Beschwerde, dass meine Beine und auch meine Arme irgendwie so kraftlos waren. Also, ich bin teilweise, vor dem Bildschirm, gesessen und alles wurde irgendwie so schwer und es war so mühsam, irgendwie meine Hand zu bewegen oder auch mein Fuß. Also, es war einfach so komische Nervenschmerzen. Das hatte ich meistens so Okay. 2 3 Tage, so gegen Ende der Periode, und das ging dann tatsächlich weg, wo er diese Verwachsungen an der Beckennerve weggemacht hat. Also, da hatte Mhm. das wohl damit irgendwas zu tun. Aber die Hä, ist ja ist auch interessant, ne? Also, ist sehr komisch, habe ich jetzt auch noch nicht gehört, dass jemand irgendwie dann, äh, an den Armen irgendwie Schmerzen und, so Schwächegefühle hat und so. genau, Aber da ja. sieht man halt auch wieder, wie individuell der Körper halt ist, ne? Also, Das ist ja auch ja, das Schwierige an dem Ganzen, weil es gibt so ja, viele Symptome, so viele Beschwerden und, man muss halt erst mal das Puzzle irgendwie zusammenfinden. mhm. Aber hat er dir dann, erklärt, also, für dich war ja Nussknacker und My Turner so: „Hä? Was ist das denn?“ Er wird dir sicherlich dann erklärt haben, was das genau ist und was das in deinem Körper macht, aber hast du's verstanden in dem Moment? Ja, also erklärt hat er mir es schon. Also, ich habe ja dann auch noch einen Termin beim Doktor Schollbach gehabt, der hat's mir dann auch noch mal erklärt. Ah ja. Aber klar, erst mal so richtig kapiert habe ich das natürlich nicht, was das jetzt alles bedeutet. Also klar, 'ne Beckenvene, die irgendwie eingedrückt ist und 'ne Nierenvene, die eingeengt ist, aber warum das so passiert und ja, also da habe ich dann auch erst mal versucht zu recherchieren, weil, ich meine natürlich, Dr. Putzen aus Schollbach, die machen halt Diagnostik, aber konnte dir Mhm. ja jetzt auch nicht bei der Behandlung helfen. Aus Ja. dem Grund musste ich ja dann wieder weiter recherchieren, wie komme ich denn jetzt zu 'ner Behandlung sozusagen. Ja, aber hattest du Empfehlungen? Also, nachdem du bei Andreas warst und danach, dann beim, Schollbach in Leipzig, der dann Farbdoppler-Ultraschall gemacht hat. Muss immer dieses Wort immer irgendwie, ich weiß nicht, ob ich die Reihenfolge richtig habe, aber jeder weiß zumindest, was, damit gemeint ist. Der macht da ja auch, ähm, ja, 'ne sehr, detaillierte Untersuchungen, wo er im Liegen, im Stehen, im Sitzen auch wirklich dann schallt, ne, um die Genau. Engstellen im Körper, messen zu können und messen zu können, wo staut sich Blut, in welcher Geschwindigkeit fließt es noch durch, in welche Richtung fließt es. Genau, also ich muss sagen, ich weiß, viele, finde, die Behand oder die denn der Ultraschall vom Doktor Schollbach zu überteuert und unnötig und, ja, da gibt's ja viele Kritiker.
Ich muss Ja. sagen, ich habe nur positive Erfahrungen gemacht bei mir, weil manche ja auch sagen, man würde mit aller Diagnose rausgehen bei ihm. War bei mir nicht der Fall. Also ich bin rausgegangen mit May-Turner-Syndrom, Pelvic Congestion und Nussknacker-Syndrom. Also genau die drei, was ich bei mir halt auch bestätigt hatte. Also ich ging nicht mit Dunbar und Wilkin, keine Ahnung was, noch raus. Bei Mhm. mir hat's gepasst und ich fand die Untersuchung auch wirklich sehr, sehr positiv. Also er hat sich Zeit genommen, also so eine ausführliche Untersuchung hatte ich vorher auch noch nie. Ähm, und klar, mittlerweile ist es halt selber teuer, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Damals war es Ja. eher noch besser bezahlbar wie heute, aber es war halt einfach gut, weil du hattest halt einen Arzt und bist halt mit den Diagnose dann rausgegangen und ansonsten muss man ja doch irgendwie in ganz Deutschland überall das abklappern. Da müsste ich wegen Mhm. Dunbar irgendwo hin, mit Turner Nussknacker geht vielleicht noch, da hast du vielleicht einen Arzt, der das beides beurteilen kann, je nachdem. Muss man Na ja, auch noch nicht. Glück haben. Wir arbeiten dran, würde ich mal sagen. Zumindest was die Hoffentlich, Diagnostik betrifft. Mal ja, einer, ne, wo das ist ja zumindest das wirklich, Bild lesen kann, sagen wir mal so. ja, das stimmt. Na, im Prinzip hatte ja dann sozusagen hattest du dann in Neubrandenburg, schon mal die Verdachtsdiagnose bekommen und bist dann zur Bestätigung noch zu Schollbach gegangen, ne, und Genau, hast ja. dann sozusagen 2 Arztmeinungen gehabt, die beide das bestätigt haben, also wie bei mir eigentlich. Ähm, Ich weiß, also, warte mal, wann war ich bei Schollbach? 2000, ich glaube auch 2022 erst. Weißt du noch, wann du bei ihm warst? Ich meine, das war so im Juli vielleicht, um den Dreh Juli 22, weil meine OP hatte ich auf jeden Fall im September und ich war davor bei ihm. Ja, ja. Und, weil ich habe damals, also, man muss ja bei ihm privat zahlen, er ist ja Kinderarzt, und, ist irgendwann wohl auf die Gefäßkompressionssyndrome gekommen, ne, und hat mittlerweile macht er aber nur noch die Diagnostik, weil einfach wirklich sehr viele, auch aus'm Ausland zu ihm kommen für diese Diagnostik. Und ich habe damals 750 €, glaube ich, gezahlt, weil's Privatleistung ist. Und ich weiß noch, damals war das für mich schon arschviel Geld. Also, Ja, 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 also, klar. Ich denke, wir kennen das alle, wenn man viele Behandlungen und alles Mögliche ausprobiert, ist halt einfach viel Selbstzahlerleistung. Also wenn ja, ich mal zusammenzähle, was ich die letzten Jahre oder wenn nicht schon eigentlich Jahrzehnte an Geld ausgegeben habe für alle möglichen Behandlungen, was halt nicht schulmedizinisch ist. Also ich mhm, glaube, das möchte ich gar nicht zusammenrechnen. ja. Ich habe das immer bei der Steuererklärung zusammengerechnet, weil ich da halt gesehen habe, was meine Ausgaben waren, ne? Ja, Und wenn du da halt 'n paar Tausend ausgegeben hast, für was weiß ich alles, Akupunktur, Osteopathie, irgendwelche, Vitamine, Supplemente oder so oder Massagen, da wird dir halt schon anders, ne? ja, das stimmt. Ja, hm. Genau. Äh, ja, wo machen wir weiter? Ja, du Genau, warst bei also Schollbach, bist da genau, mit der Diagnose rausgekommen und dann? genau. Und dann bin ich erst mal selbst ja, habe ich halt erst mal recherchiert, bin natürlich dann auf euren Podcast aufmerksam geworden damals, also deiner mit dem, Dr. Putz. Bei Und Vanessa und Laura, der? genau, da bei Vanessa und Laura, ja. Ja. Ey, Und dadurch sind so viele, da drauf gekommen. Das ist richtig krass. Ich kriege teilweise heute noch Nachrichten, obwohl der ja wirklich auch alt ist schon, ja, aber der das war damals Muskat. wirklich da habe ich mir das angehört und habe gedacht: „Hey, Ja, also da findest dich wieder“, weil man hat ja so viele Symptome und ich habe auch bemerkt, dass ich gar nicht alle wahrnehme. Also erst nachdem jetzt ich einige Behandlungen hinter mir habe und bemerkt habe, was weggegangen ist, wurde mir erst mal bewusst, was ich überhaupt alles für Beschwerde hatte. Weil irgendwann nimmst du nur noch die ganz schlimme Beschwerde wahr und die ja. Nebenbeschwerde, die sind halt einfach da. Manches ist für dich dann komplett normal. Und als ich dann den Podcast bei euch gehört habe und auch so ganz viele wilde Symptome, da habe ich mich total wiedergefunden. Da habe ich gedacht: „Hey, also irgendwie muss es ja doch zusammenhängen und mir geht's nicht allein so.“
Ja. Oh, das freut mich total. Ja. Also, eigentlich nicht, ich wünsche es niemandem, aber, ja, irgendwie auch so voll schön, dass du mich irgendwie schon also, kanntest, bevor wir uns dann eigentlich kennengelernt haben, aber, Ja, ich glaube, es geht ähm, vielen 'ne Sorge durch den ja, Podcast dann, ja. ist mir aber halt oft gar nicht bewusst. Ähm, aber ich finde es halt auch krass, das ist wie wenn jemand sagt: „Ja, hast du immer Schmerzen?“ Und ich so: „Ja, ich habe immer Schmerzen, immer, die gehen nicht weg.“ Ja, Und die werden halt nur mal schlimmer und mal kommen welche dazu, je nach Zyklusphase. Aber, ja, und wenn dann jemand also, wenn ich dann bei Ärzten war oder so und die fragen: „Ja, wo tut's denn weh?“ Ich bin dann manchmal echt überfordert, weil also, so wie du sagst, man hat irgendwann selber nicht mehr aufm Schirm, was hat man alles für Beschwerden und Schmerzen und wo ist es überall? Und bei vielen Sachen dachte man auch, das ist vielleicht normal, ja, genau. dass man das hat. Und dann ist ja auch nicht jeden Tag gleich schlimm. Also, mal ist das eine stärker, mal das andere und immer so 'n Auf und Ab, sodass man auch gar nicht selber sagen kann, ja, weil die Ärzte kommen ja dann auch immer: „Ja, haben Sie mal aufgeschrieben, wann ist denn besser, wann ist schlechter?“ Aber ich fand es immer so schwer, weil's einfach, kein Schema dahinter steckt. Ich kenne das vom Schmerztherapeuten. Alle, Quartal musste da so 'n Fragebogen ausfüllen. Wie sind die Beschwerden morgens? Wie sind sie mittags? Wie sind sie abends? Wie sind sie nachts? Wo ich immer es ist halt immer gleich. Aber wenn sie sagen würden: „Wie ist es in den ersten 3 Wochen? Wie ist es in der vierten Woche? Wie ist es beim Eisprung? Wie ist es, wenn sie ihre Tage haben?“ Dann wären die Unterschiede riesig. So, also Ja, das stimmt. Genau, also dann bin ich natürlich auf die Selbsthilfegruppe halt im Facebook, weil klar, online hast du ja auch nicht viel gefunden über diese Gefäßkompressionssyndrome und dann, bin ich halt in diese Gruppe rein und, kam halt dann relativ schnell, zum Doktor de Graaf nach Friedrichshafen, also wegen mhm. May-Turner-Syndrom dann. In welcher also, sorry, in welcher Gruppe warst du dann auf Ähm, Facebook? auf deiner und, Die Putzfreigruppe. genau, die Putzfreigruppe und dann, Mhm, gibt's ja noch, glaube Beckenwehensyndrom und, Dunbar, Nussknacker, May-Turner, so irgendwas. mhm, Also 3 Gruppen sind's, glaube ich. mhm. Äh, und natürlich halt 'ne internationale, also die May-Turner, internationale Gruppe und die Nussknacker internationale Gruppe. Also in die bin ich dann eigentlich so mal reingeflutscht, sagen wir mal so. Mhm. Und, genau, und dann bin ich halt zuerst ich muss sagen, am Anfang war ich so 'n bisschen übereuphorisch, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt endlich das gefunden, was mir jahrelang diese Beschwerde gemacht hat. Und dann hat sich eigentlich schnell bestätigt, okay, die Beckevene ist bei mir ziemlich eingeengt und, oder ne, halt genau am Anfang hieß es, dass die Eierstocksvene komplett insuffizient ist, genau. Also, da hatte Mhm, ich dann 'ne IVUS, also dieser intravaskuläre Ultraschall, wo mhm. man halt dann festgestellt hat, okay, ja, Beckevene ist schon auch bisschen eingeengt, die Nierevene auch. Aber halt eben diese Eierstocksvene ist halt komplett insuffizient. Also, dass halt einfach das Blut bei mir im Becken unten bleibt und nicht richtig hochgepumpt wird. Und, dann, hat man halt natürlich erst mal die Embolisation gemacht. Also, ich muss sagen, dass ich den Doktor de Graaf wirklich 'n ganz, ganz toller Arzt finde. Also, er war sehr kompetent, er hat sich sehr viel Zeit genommen. Also, ich habe selten auch so gute Ärzte erlebt. Und dann hat er mir halt trotzdem zur Embolisation gerate, was ich aber jetzt auch nicht, negativ aufgefasst habe, weil natürlich danach habe ich halt mehr in der Gruppe gelesen, auch dass die Embolisation halt eher schlecht sein soll. Na, zumindest sind die meisten Erfahrungen also, Ärzte empfehlen das sehr oft, weil die Ja, halt denken, dass die Eierstockvene das Problem ist, genau, ja. ne? Aber das, was dann so die Erfahrungen sind nach der Embolisation von der Eierstockvene, also, wenn die dicht gemacht ist, dass die, Frauen meistens dann halt danach, noch mehr Beschwerden hatten. War das bei dir dann auch so, oder? Genau, also bei mir war es im Prinzip genauso. Also, ich denke, auch für die Ärzte ist es ja nicht immer ganz so einfach, diese ganze Zusammenhänge
irgendwie, ja, zu verstehen. Und wie du sagst, die meisten denken halt dann, ja gut, die Eierstockvene. Und so dachte ich halt auch, sie war ja insuffizient. Also sie hat ja nicht funktioniert. Das Blut ist im Becken und deswegen dachte ich halt, ja gut, das ist jetzt mal der erste Schritt, kann man ja mal probieren. Und danach, klar, wurde die Schmerze aber halt natürlich eher schlechter wie besser, wo ich dann im ersten Augenblick erstmal gedacht habe, ja scheiße, du warst jetzt einfach zu übereuphorisch. Hätte ich dich mal ein bisschen besser eingelesen, aber ich dachte dann echt, komm, ich habe jetzt hier das gefunden, bestimmt ist das mein Problem und löst ja alle meine Beschwerde auf, aber leider wurde es halt dann einfach schlechter. Was wurde denn schlechter, weißt du das noch? Also, ich hatte mehr, 'n Druck im Unterleib und, auch die Periodenschmerzen, alles wurde schlechter. Und die ISG-Schmerzen, ja, die waren unverändert, Mhm. also unverändert stark. Mhm. Genau, und dann, habe ich mich relativ schnell eigentlich für den Stent dann entschieden, für May-Turner, also den internen Stent und habe mir dann, 'n paar Monate nach der Embolisation dann setzen lassen, weil ich ja bemerkt habe, okay, ich habe ja die Engstelle von der Beckenvene und, jetzt ist die Eierstocksvene dicht gemacht. Es wurde alles schlechter, also muss ich ja irgendwie was anderes dagegen tun. Und, dann habe ich mich halt für den internen Stent entschieden und dadurch ginge auch erstmal komplett die ISG-Schmerzen weg, weil das war bei mir auch noch ein bisschen das Komische, dass meine ISG-Schmerzen nicht links, sondern rechts waren. Und meistens heißt's ja bei Turner, ja klar, die linke Beckenvene ist eingeengt und aus dem Grund, hat man halt links ISG-Schmerzen, aber ich hatte Mhm. sie halt rechts. Und da hatte der Doktor Putz aber in der OP gesehen, dass ich 'n Umgehungskreislauf auf die rechte Seite habe und eben da diese Umgehung auf 'n Nerv drückt und mir das eben die Beschwerde macht. Das heißt, bei mir ging halt eben von der Beckenvene die Umgehung nach rechts und aus dem Grund hatte ich dann da diese Schmerzen. Und die waren dann aber nach dem Stent, komplett weg. Also seither hatte ich das auch nie wieder. Wow, krass, ne? Ja. Also, fand ich auch echt, krass, dass halt, ja, wie da so der Zusammenhang sein kann. Und ja, aber dann war halt diese ISG-Schmerzen waren dann erst mal weg und dann, wurde aber die andere Beschwerde, wo ich hatte, von Monat zu Monat eigentlich immer schlechter. Also, Und ich was hatte waren das für Beschwerden? das war zum einen halt diese Druckschmerzen auf der komplette linke Vorderseite, also im, linke Oberbauch, eigentlich bis nach unten, dass ich immer das Gefühl hatte, dass irgendjemand auf mir steht, dass ich auch schlecht Luft bekomme. Ich konnte dann auch nicht mehr lang laufen. Also, das war auch schon mit den ISG-Schmerzen schwierig, lang laufen. Das habe ich da schon gemerkt, aber äh, ja, nachdem halt der Stent drin war, wurde das halt trotzdem nicht besser. Also das wurde dann eher schlechter, dass ich halt eben nicht lang laufen konnte, nicht lang sitze, musste halt immer wieder die Stellungen variieren. Ich hatte Flankenschmerzen, die Blase hat mehr wehgetan. Wenn ich morgens aufgestanden bin, hatte ich einfach immer so eine volle Blase, die halt total geschmerzt hat. Und wenn ich halt dann das erste Mal auf Toilette war, hat es halt ewig gedauert, bis ich die Blase entleeren konnte. Dann hatte ich danach noch mindestens so 'ne Stunde halt, Unterleibsschmerzen in der Blase, bis sich das beruhigt hat. Also, ich musste dann immer gucken, dass die Blase nicht zu voll wird, weil immer wenn sie zu voll war, hat's eben extrem wehgetan. Nachts konnte man das halt nicht steuern, deswegen waren's dann morgens einfach schlechter. Dann hatte ich leichte Schmerzen, Hüftschmerzen. Also, es hat mir eigentlich komplett von der Flanke über Hüfte ins Unterleib gezogen. Ich konnte nicht mehr, große Portionen essen. Deswegen hatte ich am Anfang auch Angst, es könnte doch irgendwie Dunbar oder irgendwas sein, weil ich hatte jetzt mit dem Nussknacker-Syndrom nie irgendeine Verbindung zum Essen. Das habe ich nirgends wirklich gefunden. Mhm. Ähm und es war halt immer so, ich konnte nur kleine Portionen essen. Sobald ich etwas zu viel gegessen habe, waren's halt so 'n Völlegefühl, dann war der Druck noch schlechter, im Oberbauch und ich hatte dann Schmerzen im Oberbauch. Ähm,
genau, ausstrahle, in die Beine. Also, ich glaube, ich könnte noch ein paar Stunden weitermachen an Symptome, ja. Das hört sich so krass an, ne? Und ich kenne das alles. Ich habe das auch alles. Außer dass ich mit dem Essen nicht die Probleme habe, aber dafür habe ich dann irgendwelche Probleme, wenn ich zu lange nichts gegessen habe. Also, ja, krass. Und die Beschwerden kamen die alle erst so richtig, nachdem du den Stent in die Beckenvene bekommen hast, oder waren die auch vorher schon so stark oder alle da? Äh, Oder kamen irgendwelche, die du vorher nicht hattest, die kamen nach dem Stand? also, es war alles vorher, also, die Druckschmerzen kamen hauptsächlich dann, mit der Embolisation. Die hatte ich vorher so stark nicht auf der Mhm. komplette Vorderseite. Die andere Beschwerde waren teilweise leicht da. Also, ich hatte diese Flankenschmerzen schon jahrelang, habe die jetzt aber nicht immer als ganz schlimm empfunden, weil es waren halt immer so Phasen, mal ein bisschen schlechter, mal wieder besser, mal weg. Also, das heißt, die meiste Beschwerde hatte ich in 'ner lower Version sozusagen, äh, und mit dem Stent und der Embolisation sind die dann stärker hervorgetreten. Mhm. Ich meine, ganz oft ist es ja auch so, oder zumindest mir ging's so, ich denke mal, dass es aber auch dir oder vielen anderen auch so geht, dass man gar nicht den Zusammenhang zwischen den Beschwerden und Schmerzen immer sieht. Also, für mich war ja am Anfang, ich habe gedacht, also, mein Kopf und meine Arme sind das Einzige, was irgendwie nicht wehtut, und alles andere tut weh und überall sind Baustellen. Aber überall war dann halt unterschiedlich. Da bist du dann halt wegen Rücken und Beinschmerzen zum, Orthopäden gegangen, wegen Menstruationsbeschwerden zum Gynäkologen, wegen Bauchschmerzen oder Verdauungsproblemen zum Urologen, oder hast dann 'ne Magen-Darm-Spiegelung gemacht. Und also, es waren ja immer verschiedene, Ärzte und verschiedene Fachrichtungen, weil es ja verschiedene Bereiche im Körper sind, und ich hätte nie gedacht, dass es überhaupt irgendjemanden gibt, der all diese komischen Sachen hat, die ich auch habe, so. Und Ja. jetzt gibt's einfach voll viele, die genau das Gleiche haben. Das Also, ist so. genauso ging's mir ja auch, wie du sagst. Also, ich dachte halt immer, ja klar, die Endometriose kann ja auch im ganzen Körper sein, also macht die halt überall Beschwerde. Also, das war halt immer so meine, ja, meine, Ding im Kopf, dass ich Mhm, halt gedacht habe, alles kommt von der Endometriose. Also, da mhm. muss man ja auch sagen, wenn man die Diagnose Endometriose nicht hat, nimmt dich kein Mensch ernst. Und wenn du sie hast, dann wird alles darauf abgewälzt. Also, irgendwie ist beides nicht wirklich was, weil nicht ernst genommen zu werden, weil die Diagnose nicht hundertprozentig da ist natürlich blöd. Aber wenn du sie halt hast und du gehst, egal, also, ich war ja auch bei allen Fachrichtungen. Also, ich habe alle Ärzte durch, und natürlich da hieß es ja, wenn dann auch: „Ja gut, ja, kommt halt von der Endometriose, kann man halt nichts machen, nehmen Sie halt Hormone.“ Also, das war ja immer so das, was man gehört hat, aber, es war halt einfach nicht so. Die Beschwerde Mhm. kamen nicht von der Endometriose. Also, dann hattest du sozusagen 2022, die Neurolyse, Genau, du hattest die Embolisation der Eierstockvene, du hattest die Stentsetzung in deine Beckenvene. genau, ja. Alles so, Ist ja schon mal krass, ne? Auch in 'nem ja. Ich glaube, innerhalb relativ 'nem kleinen halben Abstand. Jahr hatte ich das, glaube ich, alles, ja. Wow, ja. Und wie ging's dir dann nach dem Stent, und wo du festgestellt hast: „Mist, jetzt wird's irgendwie schlecht“, also, oder was, manche Sachen gehen weg und manche Sachen, sind aber schlechter. Wie konntest du dann damit umgehen? Konntest du dann irgendwie einordnen: „Okay, jetzt ist quasi nur noch das Einzige, was übrig bleibt, Nussknacker?“ Ja, also natürlich erst mal, nachdem dann, das wieder schlechter wurde, klar, erst mal ging's mir natürlich, richtig schlecht damit, weil ich halt gedacht habe: „Scheiße, was hast du jetzt getan? Hast du jetzt irgendwie überschnell gehandelt?“ Weil ich jetzt halt, einfach gedacht habe, ich bin jetzt so nah dran, einfach, 'n besseres Leben zu haben, nicht immer täglich diese Beschwerde. Und natürlich ging es mir dann erst mal schlecht damit, eben weil ich gedacht habe, ich habe einfach zu überstürzt gehandelt. Ich habe mit der Embolisation mir alles kaputt gemacht, weil der Stent hat mir natürlich ja schon, die Beschwerde, wo ich hatte, die ganz schlimme, hat er mir ja schon genommen. Äh,
Aber ich denke, die Embolisation hat halt viel schlechter gemacht. Und natürlich habe ich am Anfang da halt extrem dran zu knabbern gehabt, und habe dann halt weiter recherchiert und gemacht, also halt weiterhin eben über die Selbsthilfegruppe viel. Ich habe ganz viel Ärzte angeschrieben, weil natürlich das Nussknacker-Syndrom, das war immer so the worst case. Ich dachte: „Ja, bestimmt brauche ich da nix, der Stent reicht.“ Und dann war ich auf einmal an dem Punkt: „Scheiße, ich muss das Nussknacker-Syndrom behandeln und weiß nicht wie.“ Und egal, wo du gelesen hast, am Anfang, man konnte ja keine so richtige Behandlungsmethode irgendwie rauslesen, wo das Beste war, ja, wo halt diese Beschwerde dann einfach wegmacht. Und, am Anfang hieß es ja viel mit, Stent für Nussknacker, aber dann hast du ja da auch wieder viel Negatives gelesen. Genau, und dann war ich halt viel in der 'ne internationale Gruppe und habe halt da auch, die so, ja, bekannte Ärzte auch irgendwo angeschrieben oder in ganz Deutschland. Also, ich habe eigentlich alle mögliche Fachrichtungen, weil am Anfang wusste ich auch nicht, wen soll ich da jetzt anschreiben? Angiologe, Ja. interventionelle Radiologe, Gefäßspezialisten, Nierespezialisten. Also, ich habe in ganz Deutschland alle mögliche Mhm. Arztrichtungen eigentlich angeschrieben. Ja, ich grätsche mal kurz rein, weil du jetzt so 'n bisschen, relativ schnell, äh, da so 'n bisschen, gesagt hast, so: „Ja gut, du hast da jetzt erst mal gedacht, okay, Nussknacker“ und hast dann recherchiert und hast dann Ärzte angeschrieben. Man muss ja wirklich dazu sagen, dass, 'n Stent in die Beckenvene, das machen ganz viele Ärzte in Deutschland, ne? Also, Ja, das ist überhaupt nicht das Problem, jemanden zu finden. Da gibt's natürlich so 'n bisschen so die, besagten Koryphäen, wo dann die meisten Leute hingehen, aber letztendlich gibt's unglaublich viele Ärzte, die, ähm 'n Stent in die Beckenvene setzen können. Und, beim Nussknacker-Syndrom ist es einfach so, damit hat sich ja eigentlich noch gar niemand wirklich beschäftigt oder fast niemand in Deutschland. Ähm, also korrigiere mich, ne, wenn ich jetzt irgendwie Müll quatsch, bitte. ne, ist Aber ich muss leider das jetzt so, wie halt du irgendwo so 'n sagst, ja. bisschen für alle, die zuhören, noch 'n bisschen erklären, was die Problematik eigentlich dahinter ist, weil das Problem ist ja bisher immer gewesen, ja, man konnte dann toll 'n Stent in die Beckenvene machen und da die Engstelle, wo die, Arterie, auf die Vene drauf drückt, sozusagen dadurch offen halten. Aber vielen ging's ja dann danach schlechter, so wie dir, und dann konnte man nichts mehr machen, Genau, ne? ja. Weil einfach dieses Nussknacker-Syndrom irgendwie noch unbekannter ist. Der Zusammenhang ist überhaupt nicht klar. Also, vielen Ärzten ist der Zusammenhang gar nicht klar. Ähm, und dann haben die Patienten halt das Problem, dass sie halt noch mehr Schmerzen und Einschränkungen haben dadurch und es passiert nix, ne? Ähm und Ja, ich habe ja auch dann in den englischsprachigen Gruppen, gelesen und, viele in also, da muss man schon sagen, dass eigentlich die Gefäßkompressionssyndrome in den USA viel bekannter sind und da auch die, Medizin viel weiter ist, ne? Also, ähm, da sind auch in den Selbsthilfegruppen wirklich mehrere Tausend drin. Ähm Und da haben sich ja die teilweise Chirurgen wirklich schon drauf spezialisiert, auf die OPs und auch unterschiedliche Verfahren dazu entwickelt, ja, ne? Und dann liest man das und sieht, okay, da gibt's halt die Möglichkeiten, manche spenden die Niere, Hauptsache die ist weg, so auf die Art und macht keine Probleme mehr. Ähm oder man versetzt die Niere, dass man die im Prinzip einfach 'n Stück runtersetzt, dass, ja, die Engstelle, wo die Arterie die Vene abdrückt, einfach, behoben wird, indem man's versetzt. Da gibt's ja so 'n paar Möglichkeiten, ne? Aber das Problem ist ja dann denkst du: „Okay, und jetzt hier in Deutschland?“ genau, ja. Also, das war ja dann auch mein Problem, weil klar habe ich mich dann mit allem auseinandergesetzt. Dann hieß es: „Ja gut, ich kann 'n interner Stent, in die Nierevene setze.“
Da könnte aber schlimmstenfalls dieser Stent irgendwie zum Herz wandern. Also scheinbar nur so eher in der ersten Woche, weil danach ist er normalerweise festgewachsen. Aber scheinbar in der ersten Woche könnte der halt Richtung Herz wandern, was sich ja erstmal auch extrem hart anhört. Ähm, Dann hieß es ja, ja gut, man könnte eine Transposition der Vene machen, also dass man die Nierevene verlegt. Dann kam ja noch 'n Bypass könnte man noch machen von der Niere, eben wie du schon gesagt hast, die Niere spende, oder halt eben die Niere komplett versetze, entweder auf der gleichen Seite oder halt eben auf der anderen Seite. Und dann bist du ja erst mal mit so vielen Behandlungsmethode, ja, wirst da konfrontiert und bist halt komplett alleine damit, ne? Also, du weißt ja nicht du bist ja kein Mediziner und weißt ja jetzt nicht, welche Methode ist jetzt die beste für dich. Und dann habe ich halt natürlich, wie du ja auch, viel in deine internationale Gruppe gelesen und habe halt eben auch mit viel verschiedene Ärzte hatte ich Kontakt und Mit wem denn? oh, die Name, gell? Namen, ich will Namen. Also, ich hatte auf jeden Fall mit einem Arzt in Lyon. Ich weiß aber nicht mehr, wie er hieß. Da müsste ich mal nachgucken. Also, es war auf jeden Fall 'n Lyon-Arzt, der auch viele Autotransplantationen macht. Der Aha. hatte wohl vorher Transpositionen gemacht und hat mir dann aber geschrieben, dass er von der Transposition weggegangen ist und jetzt eigentlich nur noch Autotransplantationen macht. Mhm. A Also Autotransplantation zur Erklärung ist im Prinzip, die Niere wird auf die andere Körperseite ins Becken versetzt. Genau, ja. Und, genau, also mit dem hatte ich auf jeden Fall, Kontakt und habe halt dann auch so viele Transplantationszentren irgendwann mal angeschrieben. Äh, und um das mal kurz abzukürzen, kam ich dann irgendwann beim Doktor Jenigen in Freiburg raus, und hatte dann mit ihm einen Termin und er konnte mir auch ganz schlüssig erklären, warum welche Behandlungsmethode, nicht geeignet sind Mhm. für dieses Nussknacker-Syndrom, zu beheben und warum er am Ende halt eigentlich da 'n Fürsprecher ist für diese Autotransplantation der Niere. Also, ich hatte Mhm. dann zusätzlich auch noch in Halle 'n Termin, bei 'nem Arzt, der aber leider die Klinik verlassen hat. Der hat genau das Gleiche gesagt wie der Doktor Jeniken. Also, da hat man einfach gemerkt, das sind halt Transplantationsspezialisten, die sich halt mit der Niere selber auskennen und da gehört natürlich auch die Niere-Venen-Arterie dazu. Äh Mhm. und dann war halt irgendwann der Punkt, wo ich mich dann auch wirklich für diese Autotransplantation der Niere entschieden habe, weil eben für mich dann Stent nicht in Frage kam, weil es zu viel Risiken hat, weil es halt da halt auch einfach, geheißen hat, dass wenn du halt dir diese Nierevene mit dem Stent kaputt machst in Anführungszeichen und, es klappt nicht und das Nussknacker-Syndrom ist damit nicht behoben, dann könnte es halt sein, dass eine Autotransplantation nicht mehr möglich ist, weil du brauchst natürlich ein Stück Vene, um die auch wieder anzuschließen. Wenn aber da Mhm. der Stent drin ist, dann gibt's halt diese Behandlungsmethode nicht mehr. Genauso, ha deine internationale Gruppe haben ja ganz viele 'ne Transposition gemacht. Am Anfang habe ich Ja. auch gedacht: „Hey, das ist bestimmt das Richtige.“ Aber bei so vielen, ne, die sind am Ende also diese Nierevene ist dafür einfach nicht gemacht und, meistens springt dann diese Nierevene auch wieder zurück. Also, man versetzt sie zwar, aber sie bewegt sich so stark, weil die einfach so stark durchblutet ist und springt dann wieder zurück und dann haben die Leute danach 'ne Autotransplantation. Also, alles, was ich recherchiert hatte, bei manchen hat's natürlich geklappt, aber ganz, ganz viele hatte halt dann 2 OPs. Also, einmal Mhm. halt eben, Stent, Transposition, was auch immer und die zweite war halt dann die Autotransplantation und da haben halt dann eigentlich habe ich da so gut wie nur positive Nachrichten, gelesen davon. Und deswegen habe ich mich halt dann dafür entschieden, weil ich Mhm. dann zum Glück halt eben auch, den Doktorjenigen in Freiburg gefunden hatte, der zumindest glaube, damals, hat er, glaube ich, 3 Autotransplantationen gemacht, meine ich, sowas um den Dreh. Eine bei Nussknacker und das andere waren wegen anderer Diagnose. Aber natürlich, macht er ja tagtäglich, Nierentransplantationen. Also, Mhm. von dem her ist das für ihn ja trotzdem nichts Neues Ja. sozusagen. Ja,
du hast jetzt gesagt, du willst abkürzen, aber mich interessiert's trotzdem. Deswegen springe ich jetzt halt wieder zurück. Ähm, Du hast gesagt, weil ich finde, das ist halt 'ne Problematik und deswegen will ich's, doch nicht überspringen, sondern wirklich noch mal drauf hinweisen, auch wenn ich's schon angedeutet habe. Ähm, Du hast im Prinzip rausgefunden, in den USA, ne, gibt es die besten, Ergebnisse mit einer Autotransplantation der Niere, Genau, ja. ähm, und hast dann 'n Chirurgen gesucht, der das in Deutschland auch macht. Und man muss sagen, macht erst mal niemand, Ja, ne? genau. So. Also, und dann hast du mehrere Transplantationszentren in Deutschland angefragt, schriftlich. Ja, genau. Weißt du noch, wo du ungefähr, angefragt hast? Kam da Rückmeldung? Kam da keine Rückmeldung? Und wie bist du, also, hast du auch Freiburg angeschrieben? Hast du irgendwie, mit anderen Leuten dich ausgetauscht? Hast du Tipps bekommen? Oder wie kam's dazu, dass du dann nach Freiburg gekommen bist? Ja, also teils, teils. Ich habe Rückmeldungen bekommen, aber natürlich nicht von jedem. Ich habe Rückmeldungen bekommen, manche, die hätte mir, mit Bauchschnitt die Niere, verlegt. Also, da war ein Arzt, aber wo der jetzt war, also, ich habe mit so vielen Ärzte Kontakt gehabt, da kann ich mir leider nicht alles merken. Ähm Ach so, ja, Moment mal, stopp kurz. Ähm, Was war denn mit, Sandmann? Weil, wenn man bei Schollbach ist, dann bekommt man meistens erst mal die Empfehlung, Blutverdünner zu nehmen und zu gucken, Stimmt, ob ja. das vielleicht hilft. Das haben wir jetzt voll vergessen. Ja. Haben, glaube ich, alle gemacht, 3 Monate ASS zu nehmen. Genau, also gebracht hat's bei mir nix. Bei mir auch nicht, aber, es gibt ja teilweise welche, denen hilft es tatsächlich so 'n bisschen, wenn das Blut verdünnt ist, dass die Beschwerden besser werden. Aber letztendlich sagt er, oder er hat zu mir gesagt, und das, rät er dann den meisten, wenn man's halt nicht mehr aushält, dann kann man nach Düsseldorf in die Klinik Belle Etage, wo der, Dr. Sandmann operiert. Allerdings ist es 'ne Privatleistung, weil's eben 'ne private Klinik auch ist. Und der macht 'n Bauchschnitt und setzt sozusagen, auf 'n ganz anderes Verfahren, und zwar, dass er keine internen Stents setzt an den Engstellen, sondern externe Stents, also sozusagen 'ne Ummantelung von den Venen, damit die äußerlichen Schutz hat und nicht mehr zusammengedrückt wird. Genau, also das sind ja dann so Prothese eben außenrum von der Niere. Genau, also das hatte der Schollbach auch zu mir gesagt, äh, dass man zum Sandmann könnte. Ich selber habe ihn nicht kontaktiert, weil ich habe mich halt viel mit einer Behandlungsmethode befasst und fand, diese Prothese außenrum irgendwie nicht schlüssig. Also, wenn ich mich für was entscheide, muss das für mich auch irgendwie Sinn ergeben. Für mich persönlich, kam das nicht in Frage. Ich wollte auch eigentlich vermeiden, 'n Bauchschnitt zu bekommen. Also, Mhm, zumindest so gut wie es halt geht. Weil mhm, natürlich da man ja auch häufig liest, dass man da halt noch mal stärkere Probleme haben kann, ja auch mit Wundheilung und allem Mögliche. Aus dem Grund habe ich natürlich versucht, irgendwie auch was zu finden, wo man keinen Bauchschnitt machen muss. Und da halt eben das eine Privatklinik ist und, ja, enorme Kosten dadurch entstehen, habe ich das auch erst mal ausgeklammert. mhm, Also, natürlich wäre ich da bestimmt noch mal drauf zurückgekommen, wenn ich jetzt nichts anderes gefunden hätte. Aber weil mein Weg dann eben, zum Doktor Jenigen geführt hat, kam es für mich dann doch nicht in Frage, jetzt ihn da auch noch zu kontaktieren. mhm. Die Autotransplantation hattest du dann 2024? 24. Genau, also im April letztes Jahr, also sind dann schon bald 1,5 Jahre dann.
Und wie weil ich habe jetzt irgendwie noch im Kopf, dass du den Tipp gekriegt hattest, dich in Freiburg zu melden? Genau, also ich habe, durch die Selbsthilfe Gruppe eben im Facebook, wo ich vorhin schon erwähnt hatte, habe ich so viel ganz tolle, Mädels kennengelernt, wo wir uns so gut ausgetauscht hatte. Und da habe ich dann auch von 2 den Tipp bekommen, ich soll mich doch mal in Freiburg melde, weil, ja, es haben sich ja doch viele, natürlich nicht alle öffentlich, aber viele im Hintergrund haben sich ja mit den Themen beschäftigt. Und, da hat man einfach, ja, so sich ausgetauscht und sich gegenseitig geholfen. Und ich war halt dann schon ein bisschen den Schritt weiter, dass ich halt auch wirklich die OP machen wollte. Und dann habe ich eben den Tipp bekommen, dass da eben eine Patientin schon gute Erfahrung gemacht hat, dass eben da, 'n Arzt wäre, der auch schon mal eine Autotransplantation gemacht hat und der auch offen dafür wäre. Mhm. Und er hat dir dann geantwortet und hat gemeint: „Komm her, ich mach's." Ja, ganz so schnell war es dann auch nicht. Ne, aber, klar, also, Ja. ich habe dann noch mal verschiedene MRT, Angio-CT-Bilder gemacht und, Mhm. bin dann persönlich zu ihm gegangen. Wir haben dann alles durchgesprochen. Er hat mich da gut aufgeklärt. Ich habe mich da mega wohl gefühlt, und, Mhm. ja, habe mich dann eben für die OP entschieden. Ja. Wir haben ja, bevor wir jetzt die Aufnahme hier gemacht haben, haben wir ja schon privat gesprochen und haben gesagt, der Weg, z den du jetzt halt schon hinter dir hast, der ist eigentlich schon so da ist schon so viel passiert. Wir werden da wahrscheinlich den Podcast sprengen, und haben dann gedacht, es wäre 'ne gute Idee zu sagen, da ich ja dann auch in Freiburg die Autotransplantation hatte, ich glaube, wir hatten sogar kurz nacheinander den, Beratungstermin, in Genau, ja. Freiburg. Nur bist du dann, direkt hast du dich dann direkt für die OP entschieden und ich erst 'n Jahr später, dass wir noch mal 'ne Extrafolge machen, wo's dann wirklich um die Autotransplantation der Niere geht, wo wir noch mal genauer da drauf eingehen, was da eigentlich gemacht wird und, das Beispiel, dass du im Prinzip, ja, einfach wie unsere Erfahrungen waren, ne, von, ja, 2 unterschiedlichen, ja, Frauen, die die gleiche OP hatten, mit vielleicht 'ner anderen Vorgeschichte. Genau, Deswegen ja, können wir hier können dann wir abkürzen. genau. Ne, deswegen bin ich jetzt auch auf die Autotransplantation gar nicht mehr eingegangen, weil Ja, wie du sagst, jetzt sind wir hier schon über 'ne machen wir Stunde noch mal am Plaudern. extra. Genau, ich glaube, das, sprengt dann den Rahmen, Ja, weil das ja doch schon noch mal sehr ausführlich ist. ja. Aber ich denke, was wir natürlich verraten können, ist: Wie geht es dir denn heute? Deine OP ist jetzt 'n Jahr über 'n Jahr her. Genau, also fast schon 1,5 Jahre. Also die Mhm. Zeit rennt echt extrem. Ja, und ich kann sagen, dass es mir echt gut geht. Äh, Meine Beschwerden sind alle weggegangen. Also alles, was ich vorhin aufgezählt habe, ist alles komplett weggegangen. Auch eben so Kleinigkeiten, wo ich vorher gedacht habe, ah, das ist normal. Nein, es ist auch nicht normal, dass immer die Blase wehtut. Mhm. Ähm, genau, also wirklich, die OP war eigentlich die beste Entscheidung in meinem Leben und hat mir echt viel gebracht. Da bin ich tatsächlich der Embolisation auch so ein bisschen dankbar in Anführungszeichen, weil dadurch, dass halt vieles durch die Embolisation so extrem stark rausgekommen ist, wusste ich einfach oder hat mir mein Bauchgefühl gesagt: „Das ist jetzt die richtige Entscheidung. Das kommt alles von der Nierevene, das kommt vom Nussknacker-Syndrom.“ Das hat mir diese Embolisation gezeigt und genau so war es dann halt auch. Also, auf der einen Seite natürlich eine negative Erfahrung, aber ich glaube, hätte ich die Embolisation nicht gemacht, hätte ich mich nicht so schnell in Anführungszeichen für die Autotransplantation entschieden. Also, ich habe mich ja dann schon über 'n Jahr ausführlich damit beschäftigt, bis ich mich zur OP dann entschieden habe. Ähm, aber ich denke nicht, dass ich die OP so schnell gemacht hätte, weil es natürlich schon auch 'n großer Eingriff ist und, schon auch 'ne ganz andere Nummer wie jetzt, 'ne Bauchspiegelung. Genau, also natürlich ist die Endometriose jetzt auch nicht hier komplett verschwunden, aber,
ich muss sagen, dass meine Periodenschmerzen besser sind, dass ich habe natürlich zyklusbedingt immer mal wieder, dass der Beckenboden verspannt ist oder einfach Rückenverspannungen oder irgendwas. Aber ich habe halt auch noch eine Skoliose und Hyperlordose und Beckenschiefstand und keine Ahnung was da auch alles eine Rolle spielt. Das geht natürlich dadurch nicht weg. Aber zumindest sind das, was ich jetzt noch habe, wenigstens Dinge, die man behandeln kann, wo man auch einfach Yoga machen kann und halt mit dem Sport dranbleiben muss. Und genau, ich habe dann auch so, was die Endometriose betrifft, habe ich auch Neuraltherapie für mich entdeckt, wo einfach, also da wird so ein Anästhetikum, wird ja mit so einer Spritze äh, injiziert, kann man sagen, also im Unterleib, wo einfach so ein bisschen entzündungshemmend ist. Da gehe ich regelmäßig hin, wo auch gegen die starke Regelschmerzen hilft, dass einfach da nicht alles so verkrampft. Genau, also das hilft mir noch ganz gut. In Osteopathie gehe ich regelmäßig hin und zur Bindegewebsmassage und da habe ich für mich eigentlich ganz gut was gefunden, wo einfach, regelmäßig muss man trotzdem was tun. Wie gesagt, die Endometriose geht jetzt nicht komplett weg, aber Ja, und vor zum allem die Adenomiose nicht vergessen, ne? genau, die natürlich auch nicht. Nur mal so. Aber ja, ich bin echt happy. Also so gut Mhm. ging's mir tatsächlich noch nie in meinem Leben. Es war ein langer Weg und auch die Autotransplantation war mit Sicherheit nicht, war eher ein großer Spaziergang wie ein kleiner. Aber ich bin froh, dass ich's gemacht habe und dass ich jetzt da bin, wo ich heute stehe. Oh, voll schön. Es freut mich mega, ja, dass du wirklich, ja, so am Ende von deinem Weg bist und, dass es dir heute so viel besser geht. Und, ja, ich hoffe, dass das vielen, die jetzt zugehört haben, auch, etwas Mut macht, dass es Lösungswege gibt mittlerweile, die es damals oder vor wenigen Jahren einfach noch nicht gab. Und, ja, will da eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, weil du das jetzt so schön noch mal zusammengefasst hast und würde sagen, ähm, ja, dass das jetzt mal die Folge war mit dir und bedanke mich sehr, dass du den Mut hattest, ja, hier für alle zu erzählen, wie dein Weg war. Ja, vielen Dank auch an dich, dass du die Aufklärung so vorantreibst und den Podcast hier ins Leben gerufen hast. Ich denke, das kann ganz viele Patienten da draußen helfen. Danke schön. So, das war's für heute. Schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Bitte bedenke, dass alle besprochenen Behandlungen und Therapien keine Empfehlung sind, sondern von dir selbst gut durchdacht und recherchiert werden sollten. Es gibt bisher nicht die eine Lösung. Wir stehen noch am Anfang und jeder Krankheitsverlauf ist individuell und sehr komplex. Wenn du dich näher informieren möchtest, dann schau auf der Instagram-Seite von Vascular Voices vorbei. Dort gibt es wöchentlich Beiträge zu den Gefäßkompressionen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn du magst, kannst du unten ins Kommentarfeld schreiben, wie du sie fandest, oder den Podcast mit Sternen bewerten. Damit hilfst du selbst aktiv mit, die Krankheit bekannter zu machen. Denn glaub mir, du bist nicht allein. Wir sind ganz viele.